Die Entdeckung unter dem Gizeh-Plateau. Eine verborgene Welt unter den Pyramiden. Was haben wir genau unter den Pyramiden gefunden? Was könnte dieser Fund für die gesamte Menschheit bedeuten? Welche alten Mythen weisen auf solch eine überdimensionale Struktur hin? Könnte es ein riesiges Grab von uralten Titanen sein? Sind es hochtechnologische Kraftwerke oder Energiequellen der alten Vorzivilisationen noch lange vor den Ägyptern? Oder stellen sie gar die Fundamente der Erde dar, wie sie in alten mythologischen Erzählungen immer wieder erwähnt werden? In diesem Video werden wir all diesen Fragen und noch weiteren gemeinsam auf den Grund gehen. Wir werden Archäologie, Mythologie, Präastronautik und wissenschaftliche Ansätze verfolgen und euch auf eine Reise durch Zeit und Raum mitnehmen. Willkommen bei The Mighty Brain und unserem Hauptvideo für diesen Monat. Viel Spaß beim Gucken und vergesst nicht, uns einen Daumen hoch dazulassen, damit wir weiterhin solche Videos für euch produzieren können. Im Jahr 2025 wurde eine der faszinierendsten archäologischen Entdeckungen unter dem berühmten Gizeh-Plateau in Ägypten gemacht. Tief unter der Erde, in einer Tiefe von etwa 648 Metern Tiefe, wurden riesige, zylinderförmige Strukturen entdeckt, die sowohl die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch die Öffentlichkeit in Erstaunen versetzten. Diese Strukturen, die nicht nur einen weiteren mysteriösen Aspekt zu den Pyramiden von Gizeh hinzufügen, sondern möglicherweise die Geschichte der Menschheit um Zehntausende von Jahren zurückdatieren könnten, haben bereits weltweit für Aufsehen gesorgt. Aber was genau wurde dort gefunden? Was verbirgt sich hinter diesen mysteriösen Röhren, die tief in das Gizeh-Plateau führen? Es war ein normaler Arbeitstag, als ein Team internationaler Archäologen, Geophysiker und Ingenieure eine aufregende Entdeckung auf dem Gizeh-Plateau machte. Diese Gruppe nutzte modernste Technologie, um unterirdische Strukturen zu scannen. Mit Hilfe von Bodenradar, GPR, das sehr tief in den Boden eindringen und Bilder von unterirdischen Strukturen erstellen kann, stießen sie auf eine der größten Entdeckungen des Jahrhunderts. Bei der Untersuchung des Plateaus stießen die Forscher auf 8 riesige zylindrische Röhren, die miteinander verbunden und scheinbar parallel angeordnet sind. Diese Röhren, deren Durchmesser über 60 Meter beträgt, verlaufen mehrere hundert Meter in die Tiefe des Plateaus und scheinen zu einem komplexen System zu gehören. Die Größe und rätselhafte Anordnung dieser Röhren lassen vermuten, dass sie von einer fortschrittlichen Zivilisation als Transportwege in einer längst vergangenen Zeit genutzt wurden. Auffallend ist die geheimnisvolle Natur dieser Strukturen. Obwohl sie wie Tunnel oder Röhren aussehen, gibt es keine Anzeichen menschlicher Arbeit oder Werkzeuge, wie man sie bei einer typischen archäologischen Ausgrabung sehen würde. Sie scheinen mit einer sehr fortschrittlichen Technologie hergestellt worden zu sein, weit über das hinaus, was die Ägypter kannten, als sie die Pyramiden bauten. Diese Röhren sind nicht einfach leer. Erste Tests und Messungen deuten auf eine Art Energiequelle hin oder vielleicht sogar auf ungewöhnliche elektromagnetische Strahlung, die von den Röhren ausgeht. Dies könnte die Theorie unterstützen, dass diese Struktur von einer super fortschrittlichen Zivilisation genutzt wurde, oder vielleicht etwas, das wir noch nicht verstehen.
Es gibt Berichte, dass die Röhren teilweise mit einer seltsamen Substanz gefüllt sind. Wissenschaftler haben noch nicht herausgefunden, was es genau ist. Dieses Material könnte für den Energietransfer verwendet worden sein, oder es ist Teil eines anderen fortschrittlichen Systems. Aber es sind nicht nur die Röhren, die die Forscher in Erstaunen versetzen. Die unterirdischen Kammern, die durch diese Röhren verbunden sind, scheinen zu einer noch größeren Entdeckung zu führen. Einige dieser Kammern enthalten Objekte, die wie antike ägyptische Artefakte aussehen, aber auch Merkmale aufweisen, die an moderne Technologie oder sogar an Außerirdische erinnern. Diese Objekte könnten uns Hinweise darauf geben, woher die Pyramiden stammen und ihre angebliche Verbindung zu höheren Mächten oder Technologien. Diese Entdeckung könnte weitreichende Konsequenzen für die Archäologie und die Geschichte haben. Viele Forscher fragen sich, ob diese Strukturen Teil eines geheimen Systems waren, das von einer unbekannten Zivilisation oder einer fortgeschrittenen Kultur aus einer längst vergangenen Ära hinterlassen wurde. Einige spekulieren, dass diese Zylinder Teil eines Energiesystems oder eines Transportsystems waren, das tief unter dem Gizeh-Plateau verborgen liegt. Es gibt sogar Theorien, dass sie mit den Pyramiden selbst verbunden sind und einem Zweck dienten, den wir noch nicht vollständig verstehen. Einige Forscher glauben, dass diese Strukturen und Kammern zu einer verlorenen Zivilisation gehören könnten. Einer Kultur, die lange vor den Ägyptern existierte und deren Technologie und Wissen über Generationen weitergegeben wurden. Möglicherweise unter Verwendung geheimer Netzwerke, die unter dem Gizeh-Plateau verborgen sind. Es wird spekuliert, dass diese Zivilisation Technologien nutzen konnte, die wir heute als Science-Fiction betrachten. Von uns unbekannten Energiequellen bis hin zu fortschrittlichen Maschinen und Geräten. Ob diese Theorien wahr sind oder nicht, eines ist sicher: Die Entdeckung in Gizeh hat eine neue Dimension in der archäologischen und historischen Forschung eröffnet. Die Frage, was wirklich unter den Pyramiden verborgen ist, gehört nun zu den größten Herausforderungen für Forscher weltweit. In den kommenden Jahren wird es sicherlich noch viel mehr Forschung und Ausgrabungen in diesem Bereich geben. Die Entdeckung hat bereits das Interesse von Archäologen, Ingenieuren und Historikern geweckt, die nun daran arbeiten, die Strukturen weiter zu untersuchen. Es gibt bereits Pläne, tiefer zu bohren, um die genaue Natur und den Zweck der Rohre und Kammern herauszufinden. Die Suche nach Antworten hat gerade erst begonnen und es wird spannend sein zu sehen, welche Entdeckungen in den kommenden Jahren gemacht werden. Die Entdeckung, Hintergrund und Methoden. Im Jahr 2025 sorgte eine sensationelle Entdeckung unter den Pyramiden von Gizeh für Aufsehen. Archäologen und Geophysiker berichteten von der Identifizierung unterirdischer Strukturen, die tief unter den monumentalen Bauwerken des alten Ägyptens liegen. Diese Entdeckung wurde mit fortschrittlichen geophysikalischen Techniken wie Bodenradar und Magnetometrie gemacht, die in der Lage sind, unterirdische Formationen zu durchdringen und präzise Karten von Strukturen zu erstellen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Mit diesen Technologien ist es möglich, detaillierte Daten aus tiefen Erdschichten zu gewinnen, ohne zu graben. Die Entdeckung erstreckt sich über ein beeindruckendes Gebiet und eine Tiefe, die weit über den bekannten Pyramidenkomplex hinausgeht. Die genaue Länge der unterirdischen Strukturen wird auf über 2000 Meter geschätzt, mit einer maximalen Tiefe von bis zu 648 Metern unter der Oberfläche der Gizeh-Pyramiden.
Diese Daten stammen aus geophysikalischen Messungen, die auf den ersten Blick auf eine riesige unterirdische Stadt oder einen weitläufigen Komplex unter den Pyramiden hindeuten. Das genaue Ausmaß und die Form dieser unterirdischen Strukturen sind noch nicht vollständig entschlüsselt, da die geophysikalischen Daten eine detailliertere Untersuchung erfordern, um genaue Messungen und die Verbindung zu den Pyramiden und anderen bekannten Denkmälern in der Region zu bestätigen. Diese Funde werfen jedoch die Frage auf, ob es unter den Pyramiden einen viel älteren Komplex geben könnte, der auf eine fortschrittliche Zivilisation oder unbekannte Bautechniken hinweist. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Diskussion über diese unterirdischen Entdeckungen ist die Frage der Datierung. Da bisher keine physischen Beweise durch Ausgrabungen erbracht wurden, ist es schwierig, das genaue Alter dieser Strukturen zu bestimmen. Die geophysikalischen Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Strukturen zu einer Zeit existierten, die lange vor den bekannten Dynastien des alten Ägyptens liegt. Es ist möglich, dass es sich um eine ältere Struktur handelt, die von einer unbekannten Zivilisation geschaffen wurde, die vor den Pharaonen existierte. Die Entdeckung einer angeblichen unterirdischen Stadt unter den Pyramiden von Gizeh ist zu einem heißen Thema in der wissenschaftlichen Gemeinschaft geworden. Einer der lautstärksten Kritiker der Entdeckung ist Professor Lawrence Conyers, ein bekannter Experte für geophysikalische Untersuchungen und Archäologie an der Universität von Denver. Conyers weist darauf hin, dass die Technologie, die zur Entdeckung der Strukturen verwendet wurde, zwar nützlich ist, aber auch erhebliche Einschränkungen aufweist. Ein weiterer Punkt, den Kritiker anführen, ist das Fehlen einer Peer Review der Methodik. Andererseits gibt es auch viele Forscher, die die Entdeckung verteidigen. Eine wichtige Frage, die im Zusammenhang mit der Entdeckung immer wieder auftaucht, ist die Möglichkeit, dass diese Strukturen zu einer alten Zivilisation gehören könnten, die vor den Pharaonen existierte. Die nächsten Schritte in der Forschung sind entscheidend, um die Entdeckung endgültig zu bestätigen. Eine der wichtigsten Fragen, die beantwortet werden muss, ist, ob diese unterirdischen Strukturen tatsächlich von Menschenhand geschaffen wurden oder ob es sich um natürliche geologische Formationen handelt. Wenn sich herausstellt, dass die Strukturen tatsächlich von Menschenhand geschaffen wurden und von einer älteren Zivilisation stammen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der ägyptischen Geschichte und Kultur haben. Es könnte auch zu neuen Theorien über die Technologie und Fähigkeiten der alten Ägypter führen. Die Entdeckung einer unterirdischen Stadt unter den Pyramiden von Gizeh bleibt ein faszinierendes und kontroverses Thema. Während die wissenschaftliche Gemeinschaft gespalten ist, bleibt die Frage nach dem Ursprung und Zweck dieser Strukturen offen. Zukünftige Forschungen und Ausgrabungen werden voraussichtlich mehr Klarheit bringen, aber bis dahin bleibt diese Entdeckung ein Rätsel, das viele weiterhin fasziniert und viele Fragen aufwirft. Die Entdeckung einer unterirdischen Stadt unter den Pyramiden von Gizeh hat nicht nur wissenschaftliche Diskussionen entfacht, sondern auch die Öffentlichkeit und zahlreiche Archäologie-Enthusiasten fasziniert. Trotz der vielen Berichte und Spekulationen ist es noch zu früh, um die Bedeutung dieser Entdeckung für unser Verständnis der Ägyptologie und der antiken Geschichte zu bestimmen. Die nächsten Schritte in der Forschung sind entscheidend für die endgültige Bestätigung der Entdeckung. Es wird erwartet, dass Forscher in naher Zukunft detaillierte Bohrungen und Ausgrabungen durchführen, um mehr über die unterirdischen Strukturen zu erfahren. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass spezialisierte geophysikalische Techniken weiterentwickelt werden, um die Genauigkeit und Klarheit der Daten zu verbessern. Eine der wichtigsten Fragen, die beantwortet werden muss, ist, ob diese unterirdischen Strukturen tatsächlich künstlich oder natürliche geologische Formationen sind. Die Bestätigung oder Widerlegung dieser Hypothese könnte die Grundlage für eine größere Entdeckung sein. Wenn sich herausstellt, dass die Strukturen tatsächlich von Menschenhand geschaffen wurden und von einer älteren Zivilisation stammen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der ägyptischen Geschichte und Kultur haben.
Die Entdeckung könnte dazu beitragen, unser Verständnis über den Ursprung der Pyramiden und deren Bauweise zu erweitern. Sie könnte auch neue Theorien über die Technologie und Fähigkeiten der alten Ägypter hervorbringen. Für alternative Historiker könnte diese Entdeckung die Theorie einer verlorenen Zivilisation, die der ägyptischen Zivilisation weit überlegen war, weiter untermauern. Sie könnte auch Debatten über den Einfluss von Ausländern oder sogar Außerirdischen auf die Entwicklung der menschlichen Zivilisation neu entfachen. Die Entdeckung einer unterirdischen Stadt unter den Pyramiden von Gizeh bleibt ein faszinierendes und kontroverses Thema. Während die wissenschaftliche Gemeinschaft gespalten ist, bleibt die Frage nach dem Ursprung und Zweck dieser Strukturen offen. Zukünftige Forschungen und Ausgrabungen sollen mehr Klarheit bringen, aber bis dahin bleibt diese Entdeckung ein Rätsel, das weiterhin viele Fragen aufwirft und Begeisterung weckt. Während wir tiefer in die Geheimnisse der Pyramiden und ihrer unterirdischen Strukturen eintauchen, stellt sich eine weitere faszinierende Frage. Könnten diese monumentalen Bauwerke das Werk von Göttern sein? Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Kulturen die Pyramiden als göttlich verehrt und ihre Entstehung Gottheiten oder himmlischen Wesen zugeschrieben. Alte Texte und Legenden beschreiben die Pyramiden oft als Tore zum Himmel oder als Orte, die von übernatürlichen Kräften durchdrungen sind. Die Präzision und Komplexität dieser Strukturen hat einige zu der Annahme verleitet, dass sie nicht allein von Menschenhand geschaffen worden sein können. Man denke nur an die sagenumwobenen Baumeister des Kölner Doms. Und die Pyramiden sind noch um ein Vielfaches gewaltiger. Die jüngsten Entdeckungen komplexer unterirdischer Netzwerke tragen nur noch zum Rätsel bei. Könnten diese unterirdischen Kammern und Tunnel für Zwecke entworfen worden sein, die unser heutiges Verständnis übersteigen? Manche Theoretiker vermuten, dass diese verborgenen Bereiche als heilige Räume für Rituale oder sogar als Aufbewahrungsorte alten Wissens dienten, ähnlich den sagenumwobenen Bibliotheken der Antike, wie der von Alexandria. Andere spekulieren, dass sie mit fortschrittlichen Technologien gebaut wurden, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Vielleicht Technologien, die uns heute wie Magie erscheinen würden. Während Forscher diese unterirdischen Geheimnisse weiter erforschen, intensiviert sich die Debatte über ihren Ursprung. Entdecken wir die Überreste einer vergessenen Zivilisation mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, oder kratzen wir nur an der Oberfläche eines göttlichen Erbes, das von Göttern hinterlassen wurde? Die Antworten könnten tief unter dem Sand von Gizeh liegen und darauf warten, denjenigen enthüllt zu werden, die es wagen, sie zu suchen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise ins Unbekannte, wo uns jede Entdeckung dem Verständnis der wahren Natur der Pyramiden und ihrer rätselhaften Unterwelt näher bringt. Bis dahin bleibt die Frage: Sind die Pyramiden und ihre verborgenen Strukturen wirklich das Werk von Göttern, oder gibt es eine andere Erklärung, die darauf wartet, entdeckt zu werden? Vielleicht eine Erklärung so unglaublich wie die Geschichten der Gebrüder Grimm. Nur die Zeit wird es zeigen. Tauchen wir tiefer ein in die Geheimnisse der Pyramiden und ihrer unterirdischen Strukturen, so fesselt eine rätselhafte Gestalt unsere Fantasie immer wieder aufs Neue, die Sphinx. Neue Entdeckungen 648 Meter unter dem Gizeh-Plateau haben eine Welle der Spekulation ausgelöst. Könnte die Sphinx mehr sein als nur ein Wächter der Pyramiden? Könnte sie tatsächlich der Eingang zu einer Reihe mysteriöser zylindrischer Strukturen sein, die tief darunter verborgen liegen? Jahrhundertelang stand die Sphinx als stiller Wächter, ihre Ursprünge und ihr Zweck in Geheimnisse gehüllt. Alte Texte und Legenden sprechen von verborgenen Kammern und Geheimnissen, die unter ihren massiven Steinpfoten begraben liegen. Doch was, wenn dies nicht nur Mythen sind? Neuere archäologische Funde deuten darauf hin, dass sich unter der Sphinx ein komplexes Netzwerk von Tunneln und Kammern befindet.
das möglicherweise zu Strukturen führt, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Diese zylindrischen Strukturen, die mit fortschrittlichem Bodenradar entdeckt wurden, geben Wissenschaftlern und Historikern gleichermaßen Rätsel auf. Ihr Zweck bleibt unbekannt, aber einige Theorien vermuten, dass es sich um alte Lagerräume, rituelle Stätten oder sogar um Überreste der technologischen Fähigkeiten einer verlorenen Zivilisation handeln könnte. Könnten dies dieselben fortschrittlichen Technologien sein, von denen spekuliert wird, dass sie beim Bau der Pyramiden selbst verwendet wurden? Technologien, die vielleicht sogar das Wissen der alten Römer und Germanen übertrafen. Während wir diese unterirdischen Räume weiter erforschen, wird die Rolle der Sphinx als mögliches Tor immer faszinierender. Ist es ein bloßer Zufall, dass diese monumentale Statue direkt über solch rätselhaften Strukturen steht? Oder wurde sie bewusst platziert, um einen Eingang zu bewachen, der in der Antike nur wenigen Auserwählten bekannt war? Begleiten Sie uns auf unserer Reise in die Tiefen von Gizehs verborgener Welt, um die Wahrheit hinter der Sphinx und ihrer Verbindung zu den mysteriösen zylindrischen Strukturen darunter aufzudecken. Die Antworten, die wir finden, könnten unser Verständnis der altägyptischen Zivilisation und der Geheimnisse, die sie hinterlassen hat, für immer verändern. Bleiben Sie dran, während wir das Rätsel der Sphinx enträtseln und vielleicht das Tor zu Geheimnissen öffnen, die lange unter dem Sand der Zeit begraben waren. Geheimnisse, die vielleicht sogar die Geschichten vom versunkenen Vineta in den Schatten stellen.